Was geht ab, Agents? Ich bin's, Goken. Willkommen in einem weiteren Video. Es handelt wieder einmal über das Ausstattungsset Dilemma des Verhandlungsführers. Ein Set, mit dem wir einen sehr hohen Schaden erreichen können. Unser kritischer Trefferschaden geht über die 200% und das bei maximaler kritischer Trefferchance. Das Dilemma-Set ist ebenfalls so besonders, weil man damit mehrere Feinde nahezu zeitgleich ausschalten kann. Was es auch für Speedruns sehr interessant macht. Man kann es natürlich auf verschiedene Weisen spielen. Ich zeige euch zwei und wie die aussehen, das schauen wir uns jetzt an. Für das Dilemma-Bild bevorzuge ich die Richtschützen-Spezialisierung. Some might call it overkill. I just think it's adapting to circumstance. Lasst uns einmal sehen, welche Vorteile der Richtschütze uns zu bieten hat. Wir bekommen 10% Rüstung zurück, wenn wir einen Feind getötet haben. Das gilt auch für alle Feinde, die durch unsere Dilemma-Fähigkeit sterben. Wichtig ist zu wissen, dass es sich hierbei nicht um Bonusrüstung handelt. Jedes dritte Nachladen erfolgt 50% schneller. Reparaturkits stellen 100% der Rüstung wieder her und gewähren 10 Sekunden lang 30% Bonusrüstung. Das Töten mehrerer Feinde ohne den Abzug loszulassen, fügt unserer Munitionsleiste 3 Punkte hinzu, mit Ausnahme der Feinde, die durch eine Spezialisierungswaffe sterben. Dasselbe gilt auch für unsere Verbündeten, allerdings bekommen diese nur einen Punkt hinzu. Wenn unsere Munitionsleiste voll ist und wir töten einen weiteren Gegner, dann lässt dieser Gegner für uns Spezialisierungsmunition fallen. Dasselbe gilt auch für unsere Verbündeten. Wir können unseren Verbündeten dabei helfen, die Munitionsleiste zu füllen. Wenn sie dann einen weiteren Gegner töten, lässt dieser Gegner Spezialisierungsmunition für unsere Verbündeten fallen. Wir erhalten durch den Richtschützen die Kampfschaumgranate. Generieren alle 60 Sekunden 10% der gesamten Munitionskapazität. Partymitglieder erhalten 5% zurück. Wir haben 10% Waffenhandling, wenn wir uns eine Sekunde lang nicht bewegen. Wir haben 50% erhöhten Widerstand gegen Impulsgeber. Sperrfeuer erhöht die Feuerrate, wenn wir einen Gegner getötet haben, für 5 Sekunden um 5%. Jeder weitere getötete Gegner setzt diese 5 Sekunden wieder auf 0 zurück. Das gilt auch für alle Feinde, die wir durch unsere Dilemma-Fähigkeit töten. Lasst uns einen Blick auf das Equipment werfen. Unser Equipment setzt sich aus folgenden Gegenständen zusammen. Wir tragen 4 Teile vom Dilemma des Verhandlungsführers, haben ein Teil Fenris Group und ein Teil Cesca Viroba. Als Hauptwaffe spiele ich die FAMAS. Sie hat 900 Schuss pro Minute und eine Magazinkapazität von 50 Patronen. Als Talent auf der Waffe haben wir hier flinke Hände. Kritische Treffer verleihen einen gestapelten Bonus von 4% auf das Nachladetempo. Die maximale Stapelgröße beträgt 40. Schaut, dass ihr, wenn möglich, immer Schaden gegen ungedeckte Ziele auf eurer Waffe habt, denn dieser Schaden wird multiplikativ angerechnet. Durch unsere Waffenmods bekommen wir ebenfalls nochmal 15% Chance auf kritische Treffer dazu. Wir haben auf unserer Zieloptik 5, an der Unterlaufschiene 5 und auf der Mündung ebenfalls nochmal 5%. Als Magazin benutzen wir das erweiterte Magazin, es gibt uns 20 Patronen extra, dafür verlieren wir aber 10% Nachladetempo, was nicht so schlimm ist, da wir durch das Talent flinke Hände ein sehr hohes Nachladetempo haben. Als Zweitwaffe habe ich hier eine MK16, sie hat nur 625 Schuss pro Minute, aber dafür einen höheren Basisschaden, ebenfalls wieder 50 Patronen Magazinkapazität. Auf dieser Waffe habe ich das Talent strapaziert. Sie erhalten pro 0,5 Sekunden, die sie schießen, 10% Schaden durch kritische Treffer, kann bis zu 5 Mal gestapelt werden. Als Attribut ebenfalls wieder Schaden gegen ungedeckte Ziele. Und durch unsere Waffenmods bekommen wir auch hier 15% Chance auf kritische Treffer dazu. 5% auf dem Visier, 5% an der Unterlaufschiene und 5% auf der Mündungsfeuerbremse. Das Magazin ist hier ebenfalls das stabile erweiterte Magazin. Es gibt uns 20 Patronen extra, dafür verlieren wir allerdings 10% Nachladetempo. Schauen wir uns nun das Dilemma-Set an. Der 2-Teile-Bonus gewährt uns 15% Chance auf kritische Treffer. Der 3-Teile-Bonus 20% Schaden durch kritische Treffer. Der 4-Teile-Bonus aktiviert das Talent Feindliche Verhandlungen.
Kritische Treffer markieren einen Gegner 20 Sekunden lang. Es können bis zu 3 Gegner markiert werden. Wenn ein markierter Gegner einen kritischen Treffer erleidet, erleiden alle markierten Gegner ebenfalls 60% des angerichteten Schadens. Wenn ein markierter Gegner stirbt, erhalten sie 2% Schaden durch kritische Treffer. Kann bis zu 20 Mal gestapelt werden und ist bis zum Ende des Kampfes verfügbar. Auf all unseren Set-Gegenständen haben wir Waffenschaden und kritischen Trefferschaden drauf und in all unseren Mod-Slots haben wir ebenfalls Schaden durch kritische Treffer. Dass ihr es nur einmal kurz seht, auf den Dilemma-Händen Waffenschaden und kritischen Trefferschaden. Auf den Knien Waffenschaden und kritischen Trefferschaden und auch auf unserem Holster haben wir Waffenschaden und kritischen Trefferschaden. Unsere Brust ist von Fenris Group und gibt uns 10% Sturmgewehrschaden dazu. Hier haben wir Waffenschaden, kritischen Trefferschaden und kritische Trefferchance auf der Brust als Attribut und im Mod-Slot ebenfalls wieder kritischen Trefferschaden. Das Talent ist hier vernichtend. Kritische Treffer erhöhen den Waffenschaden für 5 Sekunden um 1%, kann bis zu 15 Mal gestapelt werden. Unser Rucksack ist von Ceska Viroba und gewährt uns 10% Chance auf kritische Treffer. Hier haben wir auch wieder Waffenschaden, kritischen Trefferschaden und kritische Trefferchance. Dieser Rucksack ist nicht einfach zu bekommen, da wir hier einen blauen Mod-Slot in einen roten umgerollt haben, um nochmal zusätzlichen kritischen Trefferschaden dazu zu bekommen. Das Talent ist Wachsamkeit, es erhöht den gesamten Waffenschaden um 25%. Nimmt man Schaden, wird diese Stärkung 4 Sekunden lang deaktiviert. Als Fertigkeiten habe ich hier einmal das Kreuzfahrerschild. In den Mod-Slots habe ich Schild Lebensenergie 2-mal und einmal Regeneration im Holster. Und als zweite Fertigkeit habe ich den Wiederbeleber Drohnenstock. Falls wir mal sterben sollten, bekommen wir auf heroischen oder legendären Missionen eine zweite Chance und müssen nicht von vorne beginnen. Hier habe ich Wiederbeleber Rüstungsreparatur im Mod-Slot, einmal Lebensenergie und einmal Reichweite. Werfen wir nun einen kurzen Blick auf unsere Werte. Wir haben 60% Chance auf kritische Treffer, 171,6% Schaden durch kritische Treffer und 75% Kopfschussschaden. Durch das Dilemma-Set können wir bei maximaler Stapelmenge nochmal 40% kritischen Trefferschaden dazu bekommen und hätten dann einen Wert von 211,6%. Das ist die Version von meinem Dilemma-Bild, wie ich sie in den Loadouts gespeichert habe. Man kann, wenn man in der Gruppe spielt, auch den Zerstörungsexperten verwenden, denn somit gibt man all seinen Gruppenmitgliedern nochmal 5% Schaden gegen ungedeckte Ziele dazu. Eine weitere Variante, wie ich das Dilemma-Set spiele und vor allem bevorzugt in legendären Missionen, das zeige ich euch jetzt. Bei der zweiten Variante, die ich euch jetzt zeige, habe ich nicht viel verändert. Zum einen habe ich ein anderes Talent auf der Brust, wir hatten vorher vernichtend, jetzt spiele ich Fokus, erhöht den gesamten Waffenschaden um 5% für jede Sekunde, die man mit 8-facher oder höherer Vergrößerung zielt, bis maximal 50%. Erfordert eine Zieloptik mit mindestens 8-facher Vergrößerung. Nach 10 Sekunden haben wir den maximalen Schadensbuff von 50%, wenn wir durch ein Scope gucken mit 8-facher Vergrößerung oder höher. Die zweite Änderung ist dann logischerweise unser Zielfernrohr auf der Waffe. Hier haben wir ein 8-fach Scope. Wir verlieren hier 5% Chance auf kritische Treffer, gewinnen aber dafür 30% Kopfschussschaden dazu. Eine weitere Änderung ist, wir haben den Wiederbeleber Drohnenstock rausgenommen und spielen hier nun mit Geschütz. Im Geschütz habe ich Lebensenergie, Schaden und Fertigkeiten-Tempo. Das Geschütz ist sehr praktisch, weil es die Aufmerksamkeit unserer Feinde auf sich zieht und wir so aus Entfernung in Ruhe Schaden auf die Gegner machen können. Wie das aussieht, schauen wir uns jetzt einmal an. You've got your objective. Don't let anything stand in your way.
trauma detected.